Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal den Energiesektor an, denn ohne Energie funktioniert auch kein KI-Rechenzentren, und wenn man so die Nachrichten verfolgt, welche Rechenzentren da beauftragt werden, dann wird einem schon schwindelig, gerade auch was die Energiemengen betrifft, und deswegen habe ich mir heute mal 5 Top-Aktien herausgesucht, die ich für besonders spannend erachte. All das in diesem Video. Allen voran, OpenAI hat in den letzten Wochen und Tagen für Schlagzeilen gesorgt mit ihren Aufträgen an Oracle und für viele andere, Nvidia, an AMD etc. Und diese Aufträge sind schon von beachtlicher Größe, denn die geplanten KI-Rechenzentren, und da reden wir von einer wirklich großen Menge, werden auch eine entsprechend große Menge an Energie benötigen. Und hier spricht man von einzelnen Aufträgen, die auch eine Energiemenge von 20 Gigawatt benötigen, also von 20 Kernkraftwerken. Und hier in dem Sektor ist also quasi das Rennen um die Energieversorgung gestartet, und hier werden einige Aktien besonders profitieren. Ich stelle euch die heute mal vor. Doch bevor wir anfangen, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. Ja, ich glaube, was viele unterschätzen, ist wirklich das Thema der Energieversorgung. Wenn man gerade an KI und gerade auch an Rechenzentren denkt und gerade auch speziell an Aktien in diesem Bereich, vergessen doch viele den Sektor der Energieversorgung, was ich gerade aktuell für sehr, sehr spannend erachte, weil die Aktien auch noch gar nicht so im Verhältnis zu den anderen Aktien so stark gelaufen sind, und ich denke, dass wir hier noch einiges vor uns haben. Und wenn wir uns mal das Thema genau anschauen, beziehungsweise sich einfach nur mal einen Überblick verschafft, was denn so aktuell das Thema, dann kursieren hier unterschiedliche Zahlen. Also das ist natürlich sehr, sehr schwierig einzuordnen, inwieweit der Energiebedarf steigen wird. Fakt ist aber, dass er besonders stark steigen wird in den nächsten 5 Jahren. Das sieht auch die IEA so. Wenn wir uns mal hier den Energiebedarf für Datencenter anschauen, dann sehen wir quasi eine Verdopplung in den nächsten 5 Jahren. Das ist durchaus beachtlich. Und warum ist gerade die USA besonders spannend? Eben weil die USA die größte Menge an Datencentern haben. Und hier gibt es einige Aktien, die ich besonders spannend finde. Die erste Aktie, die wir uns anschauen werden, ist Vistra Energy bzw. die Vistra Corp. Es ist einer der größten Energieversorger in den USA, und auch hier ist die Aktie schon, ganz gut gelaufen tatsächlich so in den letzten Jahren. Und ich glaube aber, dass es noch nicht Ende der Fahnenstange ist und dass wir hier auch durchaus auch noch längerfristig einen Aufwärtstrend sehen dürften. Und was ich besonders spannend an diesen Aktien finde, an den unter anderem natürlich auch an Vistra, aber auch an den nächsten beiden Aktien, die wir besprechen werden, ist, dass es defensivere Player sind. Also für die Leute, die jetzt hier nicht in diese risikoreichen Aktien investieren wollen, und vielleicht auch daran denken oder glauben, dass die KI-Rechenzentren-Aktien womöglich einem Hype unterliegen, beziehungsweise einer Blase, glaube ich, dass man hier mit so einem defensiveren Investment in solche Aktien, in solche Energieaktien, vielleicht durchaus auch ein bisschen ruhiger schlafen kann, für die, die es möchten. Nichtsdestotrotz habe ich mal Vistra Energy oder Vistra mitgenommen, weil natürlich einer der größten Energiekonzerne in den USA. Wir sehen auch hier, was die Fundamentalkennzahlen angeht, so ein bisschen schwankende Daten, aber grundsätzlich finde ich schon mal gut, dass man hier eine ansteigende Marge hat. Und was auch interessant ist, ist natürlich das Umsatzwachstum, was hier schon deutlich angesprungen ist. 24% sehen wir jetzt. Und das, glaube ich, wird in den nächsten Jahren, wenn wir den Zahlen der IEA zum Beispiel glauben, auch noch weiter anhaltend sein. Und das Umsatzwachstum ist ja auch immer das, was ich in meinen Videos immer erkläre, dass es quasi die Basis dafür ist, dass wir hier steigende Aktienkurse sehen. Und vor allem, wenn man dann auch gleichzeitig nicht nur den Umsatz weiter steigern kann, sondern auf den gesteigerten Umsatz auch noch eine bessere Profitabilität hat, dann ist es natürlich ein zusätzlicher Hebel quasi für die Aktie. Die Aktie ist tatsächlich auch schon gut gelaufen, klar. Das sehen wir nicht nur am Chart, sondern eben auch an der Bewertung. Die Bewertung hier beim KOV ist schon auf historisch hohem Niveau, aber das preist eben, oder das zeigt eigentlich im Grunde nur, dass die Börse eben diesen großen Energiebedarf einpreist. Aber ich glaube, dass wir hier mit dem KOV von 3 angesichts dieser Wachstumsraten in dem Energiesektor eigentlich noch ganz gut bedient sind, beziehungsweise die Aktie vielleicht nicht kurzfristig in Kauf ist, darauf gehe ich gleich ein, aber zumindest bei einem Rücksetzer doch durchaus interessant ist. Warum jetzt nicht gleich kurzfristig? Da ist so der Chart so ein bisschen das, was mir aktuell so nicht gefällt, weil wir hier so ein bisschen ein Zeichen von Schwäche reinbekommen. Wir haben jetzt hier diese Widerstandszone bei $220 um den Dreh. Das kann ich auch mal kurz einzeichnen hier. Die gilt es zu überwinden, aber grundsätzlich, selbst wenn die Aktie nochmal so im Bereich so $170 korrigieren sollte, glaube ich, dass es ein ganz gutes Einstiegsniveau ist. Trotz
des hohen KUVs. Wenn wir uns mal das KGV anschauen, dann sehen wir, dass es im Verhältnis dazu natürlich auch relativ erhöht, wenn man mal diese Spitzen hier rausklammern, was natürlich aufgrund der schwankenden Profitabilität herkommt, dann sehen wir, wenn wir mal so einen groben Durchschnitt hier heranziehen, dann ist eine Vistra normalerweise mit einem KGV so um die 18 eigentlich ganz gut bedient, beziehungsweise fair bewertet. Jetzt haben wir 31, aber das ist angesichts des Wachstums meines Erachtens immer noch nicht so teuer. Und definitiv ist es eine Aktie, die man quasi bei einem Rücksetzer dann entsprechend einsammeln könnte und natürlich entsprechend auf dem aktuellen Niveau dann auch auf die Watchlist packen sollte. Grundsätzlich sehen wir hier auch, was die freien Cashflows angeht, zumindest ja auch schwanken natürlich, aber dadurch, dass wir hier eine ansteigende Bruttomarge haben und generell der Trend auch bei der Nettogewinnmarge, wenn wir mal so ein bisschen versuchen, zu einem Durchschnitt durchzulegen, ja, eigentlich recht leicht positiv ist, ja, grundsätzlich glaube ich aber, dass man eben durch Skalierungseffekte durchaus Chancen hat, dann eben diese Profitabilität auch zu stabilisieren. Das ist eben das, was die Aktie auch zu einer gewissen Volatilität drängt, ja, diese Einbrüche beim Gewinn. Aber nichtsdestotrotz auch so Finanzkennzahlen wie Return on Investment Capital, was auch eine ganz gute Kennzahl ist, alles über 10 ist kennzeichnet eine gute Aktie aus. Hier haben wir 11,8. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass Vistra auf jeden Fall auf dem richtigen Pfad ist. Und wie gesagt, auf dem aktuellen Niveau finde ich die Aktie durchaus immer noch interessant und ich glaube, dass wir hier auch über viele Jahre noch einen Aufwärtstrend sehen dürften. Das sehen auch die Analysten ähnlich. Zumindest auf der Einjahresprognose haben wir hier noch 23% Kurssteigerungen. Und natürlich auch hier, wenn wir uns die Gewinnprognosen anschauen, dann sehen wir auch für 2024 konnte man die Gewinnschätzungen schon deutlich übertreffen. Und ich glaube, dass man das dann auch in den nächsten Jahren weiter doch so durchhalten könnte, weil eben auch die Schätzungen bei den Rechenzentren übertroffen werden. Und natürlich, wenn mehr Rechenzentren gebaut werden, beziehungsweise der Bedarf da höher ist, dann entsteht natürlich auch ein höherer Energiebedarf. Und das dürfte dann auch gute Chancen bieten für Vistra, hier die Analystenschätzungen auch ebenfalls zu schlagen. Jetzt ist natürlich so, bei diesen Versorgeraktien spielt natürlich auch das Thema Dividende eine Rolle. Jetzt ist es bei Vistra so, dass wir hier nicht so eine hohe Dividendenrendite haben, nur 0,5%. Also das kann man tatsächlich so ein bisschen vernachlässigen im Grunde. Da gibt es andere Aktien, die sind ein bisschen besser, ja, die besprechen wir auch noch gleich. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hat man hier eine ganz gute Chance, dass man vielleicht auch, wenn das Unternehmen seine Dividendenpolitik ein bisschen ändert, von gesteigerten Dividenden zum einen profitieren kann. Das sehen wir ja auch hier in der Historie der letzten Jahre. Hier konnte man die Dividende auch schon um knapp, ja, ich würde mal sagen 40% in den letzten 5 Jahren anheben. Und die Ausschüttungsquote lässt auf jeden Fall noch Luft nach oben, um entsprechend auch mehr an die Aktionäre auszuschütten. Also grundsätzlich ist Vistra interessant, aber es ist sicherlich kein alleiniger Kaufgrund wegen der Dividende jetzt die Aktie zu kaufen, aber grundsätzlich so als Beimischung, wenn man so ein bisschen streuen möchte, ja, und nicht nur alles in eine Aktie aus dem Bereich investieren möchte, ist, glaube ich, Vistra sicherlich auch keine schlechte Wahl. So, kommen wir mal zur nächsten Aktie und das ist eine Aktie, die ich auch im Depot selbst gekauft habe. Das ist die Constellation Energy und Constellation sieht vom Chart her schon ein bisschen besser aus oder beziehungsweise nicht nur ein bisschen, sondern deutlich besser. Ihr seht es hier, ich habe hier diese Widerstandszone bei $350 eingezeichnet, die haben wir jetzt schön geknackt nach oben, also sind nach oben ausgebrochen. Das heißt, rein charttechnisch spricht es eigentlich dafür, dass wir diesen Aufwärtstrend fortsetzen, also wir haben hier ein Kaufsignal eigentlich generiert. Und das sollte zumindest von der Charttechnik her die Aktie beflügeln. Und wenn wir uns so mal die Nachrichten anschauen aus dem Sektor, dann glaube ich, dass wir hier trotz des kleinen Knicks jetzt durch Trumps Zölle bei China auch, sag mal, langfristig an der Story sich nichts geändert hat und auch Constellation Energy hier entsprechend auch durchaus profitieren kann. Auch hier sehen wir ähnlich wie bei Vistra ein Umsatzwachstum, obwohl das nicht ganz so hoch ist. Hier nur knapp 11-12%. Und was auch nicht ganz so prickelnd ist, ja, ist leider so die Bruttomarge, die stark schwankend ist. Hier sehen wir ja keinen so einen leichten Aufwärtstrend wie bei Vistra, aber das ist jetzt kein Beinbruch und ich würde auch tatsächlich deswegen die Aktie jetzt nicht unbedingt ja als quasi abstempeln als uninteressant, sondern für mich ist es auch eine sehr, sehr interessante Aktie als Beimischung und hier hat man natürlich auch schon eine ganz gute Profitabilität. Man ist jetzt ja auch hier wieder was den freien Cashflow angeht, wieder in den positiven Bereich gestoßen nach einer langen Durststrecke hier und das ist schon mal ein sehr, sehr positives Zeichen, dass wir eben auch hier dann von der gesteigerten Nachfrage, von dem Umsatzwachstum auch deutlich profitieren sollten.
Und hier Return on Investment Capital ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir hier auch schon mal eine gute Kennzahl haben mit 15%. Ja, das ist schon mal auch immer, ich sag mal, ein Auszeichnungskriterium für ein Unternehmen in diesem Bereich ist dann doch schon ziemlich gut. Gucken wir uns mal die Bewertung an und die ist tatsächlich ein bisschen höher als bei Vistra. Und das liegt zum einen daran, weil natürlich die Aktie auch schon jetzt ein bisschen besser gelaufen ist und nicht diesen Kursrücksetzer hatte wie bei Vistra. Grundsätzlich ist Constellation Energy auch so ein bisschen, ja, gerade mit der Flotte an Kernreaktoren auch ja, stark im Fokus oder mit in dieser Story von AI involviert und deswegen ist die Aktie vielleicht auch so ein bisschen besser gelaufen. Ja, das sind jetzt Spekulationen meiner Seite, aber grundsätzlich ist die Aktie auch hier gerade auch, weil wir kurzfristig dieses Kaufsignal haben, sicherlich immer noch interessant und natürlich auch langfristig fundamental unterlegt aufgrund der allgemein gesteigten Energienachfrage in den nächsten Jahren. Ja, das KUV von 4,6 ist schon ziemlich hoch. Ihr seht, hier sind wir an der Spitze und da würde ich auch sagen, vielleicht, wenn man jetzt einsteigen möchte, dadurch, dass wir jetzt charttechnisch zumindest ein Signal gesetzt haben, dass der Aufwärtstrend weiter nach oben geht, kann man hier eventuell mit einem entsprechenden Stop-Loss, falls wir hier wieder in diese Range zurückfallen sollten, sicherlich schon eine kleine Teilposition etablieren, nicht das ganze Kapital investieren. Wie gesagt, an dieser Stelle keine Anlageberatung, aber so würde ich quasi machen, wenn ich mir nicht sicher bin, ob wir jetzt wirklich relativ wahrscheinlich hier diesen Aufwärtstrend weiter fortsetzen oder ob die Chance durchaus besteht, dass wir nochmal einen Rücksetzer sehen. Deswegen vielleicht die Hälfte würde ich so machen, Hälfte jetzt und dann nochmal die Hälfte, wenn es entsprechend die Richtung klar ist. Aber grundsätzlich langfristig, wenn man die Aktie behält, ist es, glaube ich, kein schlechter Titel. Auch hier haben wir natürlich eine Dividendenrendite, die nicht ganz so üppig ist, ähnlich wie bei Vistra. Ja, da ist die nächste Aktie sicherlich deutlich spannender. Wir haben auch hier eine Marktkapitalisierung, die jetzt auch doppelt so groß ist wie bei Vistra. Und grundsätzlich sehen wir auch hier, was die Dividende angeht, eine Reetablierung. Also hier hatte man so ein bisschen Probleme. Ja, klar, die hat man die Dividende gekürzt gehabt, aber man ist auch hier dabei gewesen, die Dividende dann entsprechend kontinuierlich zu steigern. Und auch hier hat man die Ausschüttungsquote noch relativ niedrig. Das heißt, wir haben auch hier weiter Luft nach oben, die Dividenden auch in den nächsten Jahren zu steigern. Und das sollte man als Anleger nicht unterschätzen, gerade wenn man in den Bereich Dividendenaktien investieren möchte. Klar, es ist eine niedrige Dividendenrendite jetzt aktuell, aber mit den Dividendensteigerungen kann es über die nächsten Jahre dann auch sich die Dividendenrendite weiter anheben. Im Gegensatz zu Vistra haben wir jetzt hier bei den Analystenschätzungen nicht ganz so hohe Durchschnittskursziele auf die Einjahresprognose. Hier haben wir die Kursziele im Grunde erreicht. Das liegt natürlich auch daran, dass wir eine höhere Bewertung haben als bei Vistra. Nichtsdestotrotz haben wir aber hier ein ähnliches Bild, was die Profitabilität angeht. Wir sehen jetzt hier auch entsprechend Profitabilitätssteigerungen von knapp $10 Gewinn je Aktie auf 2028 schon über $16 je Aktie. Also das ist schon ein ordentlicher Sprung, was das Gewinnwachstum angeht. Und deswegen glaube ich auch, dass hier dieser Aufwärtstrend, ja, der sich über mehrere Jahre schon nach oben zeigt, aufwärts zeigt, ja, dass der sich auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen dürfte. Und wie gesagt, es ist ein defensivere Titel, ja, die auch grundsätzlich so ein bisschen weniger Hype-Risiko haben, weil eben diese Datencenter gebaut werden und die müssen dann noch mit Strom versorgt werden. Bei den Datenzentren beziehungsweise bei den Treibern oder bei den Betreibern, die quasi den Nutzen daraus ziehen, ist ja noch nicht ganz klar, ob diese Investitionen in diese Rechenzentren sich dann schlussendlich auch rentieren. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man hier als grundlegender Versorger dann doch ganz gut aufgestellt ist, hier so ein bisschen ein geringeres Risiko zu haben und man wird seine Gewinne definitiv dann auch entsprechend erzielen können. So, gehen wir mal auf die nächste Aktie und das ist auch eine spannende Aktie. Alle reden ja bei KI und Rechenzentren von Nuklear und ich finde das Thema der erneuerbaren Energien wird so ein bisschen hinten vorgelassen. Klar hat das auch politische Gründe. Ja, die Trump-Regierung ist ja alles andere als ein Freund von erneuerbaren Energien. Aber auch die Aktie von NextEra Energy hat ziemlich positiv reagiert, auch aufgrund von diesen Meldungen von den geplanten Datenzentren, die gebaut werden sollen. Und die Aktie entsprechend auch schon ganz gut gelaufen, beziehungsweise ist gerade dabei, diesen Aufwärtstrend wieder zu etablieren. Wir haben jetzt hier zwar diese Widerstandszone, wenn wir uns mal anschauen, so bei um die 80, ja, $85, da gilt es drüber zu kommen und natürlich das Allzeithoch, so bei um die $93. Das sind so die nächsten Kursmarken und ich glaube, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch NextEra Energy
hier diese Marken erreichen, beziehungsweise auch knacken wird. Und ich glaube, dass wir hier entsprechend auch NextEra Energy ein Stück vom Kuchen von diesem steigenden Energiebedarf abbekommen wird. Und deswegen ist die Aktie meines Erachtens auch ziemlich interessant. Wir haben jetzt auch hier, wenn wir uns mal die Bewertung anschauen, zwar eine relativ hohe Bewertung tatsächlich, ja, aber die ist noch nicht im Allzeithoch von KUV von 9, knapp 10, was schon sehr, sehr hoch ist, aber mit einem KV von knapp 7 ist die Aktie sicherlich nicht günstig. Hier ist auch schon einiges eingepreist, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir hier durchaus Potenzial haben, auch hier in die Bewertung hineinzuwachsen. Vielleicht bedarf es ein bisschen längerer Zeit, aber grundsätzlich glaube ich, ist die Aktie definitiv deswegen kein Grund, sie links liegen zu lassen. Vom KGV sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Ja, wir sind hier, was die Profitabilität angeht, auch ein bisschen besser. Wir haben ein KGV von knapp 30. Ja, also hier sind wir eigentlich ganz okay bewertet. Angesichts der Zukunftschancen, der Wachstumschancen, glaube ich, dass es sehr eigentlich sehr solide ist. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist, wie gesagt, die Profitabilität, die ziemlich gut ist, die stabil ist. Vor allem haben wir hier nicht so große Schwankungen, wie es bei Constellation oder bei Vistra, sondern wir haben stabilere Nettomargen, wir haben auch stabilere Bruttomargen. Und das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Also NextEra ist definitiv eine Aktie, die ich jetzt als nächstes auch zukaufen werde. Ich habe ja schon Constellation Energy und ich werde die Aktie zum einen kaufen, weil sie jetzt charttechnisch sehr interessant aussieht, dass wir eventuell in den nächsten Jahren dann diesen Aufwärtstrend weiter fortsetzen können, zusammen mit eben dieser gesteigenden Energienachfrage und die Bewertung, die einigermaßen okay ist. Und vor allem die stabile Profitabilität. Das sind so Gründe, wo ich sagen würde, okay, die Aktie ist fast schon mein Favorit. Die Analysten sehen es ähnlich wie bei Constellation Energy, eigentlich nicht so viel Luft nach oben, aber ich bin da ein bisschen anderer Meinung und ich glaube, dass die Aktie so ein bisschen unter dem Radar läuft tatsächlich. Die Gewinnwachstums- bzw. die Geschätzungen vom Gewinn der Aktie sind nicht ganz so stark wie bei den anderen Aktien, deswegen sind die anderen Aktien wahrscheinlich auch schon so ein bisschen besser gelaufen, weil hier eben schon mehr eingepreist wird. Wir haben jetzt hier $3,70 je Aktie in 2025 und das soll lediglich um knapp $1 je Aktie wachsen bis 2028. Also ihr seht, nicht ganz so hohe Wachstumsraten, was der Gewinn angeht. Aber warum ich die Aktie auch interessant finde, und das ist eben das Thema Dividendenrendite. Hier haben wir eine Dividendenrendite von 2,7%. Und das ist doch schon sehr namhaft, ja, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Wert. Wir haben aber auch hier schon eine relativ hohe Ausschüttungsquote. Das heißt, die Dividendensteigerungen, die wir in den nächsten Jahren sehen, sollte aus gesteigerten Dividenden und verbesserten Cashflows generiert werden. Ja, natürlich haben wir auch noch Luft beziehungsweise das Management hat Luft, hier dennoch die Dividenden weiter anzuheben. Und wenn man sich die letzten Jahre so anschaut, dann sehen wir auch hier kontinuierliche Dividendensteigerung von 2020 $1,40 je Aktie und 2024 haben wir schon über $2 je Aktie erreicht. Und wenn das so weitergeht, und ich glaube, fundamental ist es ja auch, stehen die Chancen nicht schlecht, dass man diesen Trend auch bei der Dividende weiter halten könnte, glaube ich, dass man über die Jahre, über 15, 20 Jahre hier ganz gute Chancen hatte, eine ordentliche Rendite ins Portfolio sich einzukaufen. So, das waren so jetzt so 3, ich sag mal, defensivere Aktien und jetzt kommen wir zu 2 Aktien, die natürlich auch mit vorne dran sind beim KI-Rennen um die Energieversorgung quasi, und das sind die Aktien, die Nuklearaktien. Ja, da haben wir zum einen NuScale, die hier mit vorne dran sind, was es angeht, über die Energieversorgung der Rechenzentren, weil klar, man kann das natürlich nicht alleine mit Kohle oder mit Erdgas oder mit erneuerbaren Energien hinkriegen, die Rechenzentren stabil zu versorgen, sondern man braucht entsprechend große Mengen und da ist natürlich auch das Thema Kernenergie gefragt. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen spekulativer, weil das Aktien sind, die noch keine nennenswerte Umsätze haben. Das sehen wir natürlich auch hier bei der Marktkapitalisierung von 11 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von im Grunde, der nicht vorhanden ist. Also das muss jedem klar sein, der in diese Aktien investiert. Das sind hochspekulative Aktien und hier kann es auch mal, wenn es an der Börse ein bisschen schlechter läuft, wenn zum Beispiel jetzt der Handelskrieg nochmal eskaliert, glaube ich, können die Aktien auch entsprechend starke Rücksätze nochmal erleiden. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder gesehen hier. Und deswegen wäre ich hier auch noch ein bisschen vorsichtig. Ich würde die Aktie definitiv auf die Watchlist packen, weil ich glaube, das Thema Nuklear ist definitiv interessant. Und hier wird auch NuScale sicherlich eine Rolle spielen, weil man auch schon bei der Lizenz relativ weit fortgeschritten ist. Man hat ja auch schon strategische Partnerschaften etc.
Ähnlich wie die nächste Aktie Oklo, die wir auch besprechen werden. Und hier charttechnisch sind wir an einer wichtigen Marke, dass wir jetzt quasi diese Konsolidierungsphase hier beenden und nach oben ausbrechen. Sollte das aber ein weiterhin negativer Umfeld an der Börse anhalten durch Trumps Zölle, glaube ich auch, dass wir kurzfristig ganz die Chancen bestehen, dass wir hier nochmal drunter fallen und vielleicht sogar in den Bereich von 20 US-Dollar fallen sollten. Hier wäre es dann tatsächlich für mich interessant, also hier habe ich so ein Auge drauf, sollte die Aktie nochmal unter 30 Dollar fallen, dann werde ich nochmal hellhörig und werde die Aktie mir näher anschauen, weil ich glaube, dass wir noch am Anfang dieses Booms sind und die Aktien tatsächlich, obwohl sie so hoch bewertet sind, bei so einem, ja, im Grunde keinen Umsatz, glaube ich, dass hier dennoch einiges drin ist. Und selbst wenn es temporäre Investments sind und nicht langfristig, glaube ich, dass man hier ganz gutes Geld mitnehmen kann. Hier auf jeden Fall wäre ich zumindest, was NewScale angeht, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig, weil ich die Chancen sehe, dass wir hier nochmal drunter fallen könnten, weil eben die Aktie so bewertet ist, so teuer ist im Verhältnis zum Umsatz. Und dementsprechend wäre ich da noch ein bisschen vorsichtig, um abzuwarten, in welche Richtung es tatsächlich geht, ob wir eine Eskalation sehen bei USA-China-Handelskrieg etc. Und Zölle. Das kann die Aktie, wie gesagt, nochmal belasten oder ob das positive Umfeld wieder das Ruder übernimmt und ob wir dann mit der Aktie dann entsprechend neue Allzeithochs kreieren könnten. Ähnlich sieht es bei Oklo aus, zumindest bei der Bewertung, beziehungsweise Oklo ist sogar noch ein bisschen teurer bewertet. Aber Oklo ist auch ziemlich interessant, weil das US-Energieministerium wählt Oklo und 3 weitere Unternehmen für Kernbrennstoffleitungsprojekte aus. Also hier ist man wirklich mittendrin und hatte auch sehr, sehr gute Kontakte zur Regierung. Und das ist extrem wichtig und beziehungsweise ist auch eines ein sehr, sehr positives Zeichen, warum die Aktie wahrscheinlich auch so gut gelaufen ist. Ja, die Aktie hat in den letzten Wochen neue Allzeithochs erklommen, hat ihre Marktkapitalisierung im Grunde seit dieser Konsolidierungsphase, wo NewScale im Grunde im Moment drin steckt, hier nochmal verdoppelt. Also hat hier von dem Niveau nochmal knapp 100% draufgelegt. Und es könnte, wenn es gut läuft, auch hier bei NewScale als Nachzügleraktie sicherlich nochmal auch quasi ein Szenario sein, was ich im Blick habe, aber wie gesagt, die Richtung steht noch nicht fest und Oklo ganz klar auf dem Niveau ist jetzt zumindest kurzfristig schon sehr, sehr gut gelaufen und hier würde ich definitiv eine Konsolidierungsphase abwarten und erstmal schauen, in welche Richtung die Börse allgemein geht. Wir können auch mal hier die Prognose anschauen und das ist natürlich auch das, wo die Analysten sagen, also die Profis an der Börse sagen, okay, die Aktie ist eigentlich viel zu teuer und klar, wenn man jetzt hier eine Marktkapitalisierung von 20 Milliarden, über 20 Milliarden US-Dollar hat bei einem Umsatz von 0, dann ist es natürlich sehr, sehr spekulativ und das muss sich einfach jeder bewusst sein. Also das Upside-Potenzial, also das Potenzial nach oben, beziehungsweise das Potenzial nach unten ist, ich sag mal, in beide Richtungen gleich groß. Man weiß nie, wie weit dieser Hype die Aktien noch weiter nach oben treibt oder ob der Hype dann durch schlechte Nachrichten, schlechte Stimmung an der Börse allgemein auch dann relativ schnell endet. Und wie gesagt, bei Oklo möchte ich sagen, dass hier dieses Fallpotenzial auch entsprechend hoch ist. Also wenn es ganz schlecht läuft, ja, wenn wir so eine kleine Krise an der Börse zum Beispiel sehen könnten, durch anhaltende Shutdowns, eskalierende Handelskriege etc., was weiß ich, was für schlechte Nachrichten dann noch kommen könnten, dann kann sich so eine Oklo auch in Richtung von 60 Dollar wieder bewegen. Also das ist tatsächlich so wo ich sage, Oklo ist definitiv interessant. Wie gesagt, aufgrund dieser Nachricht, weil man eben schon so gute, ja, ich sag mal, Kontakte hat und hier mittendrin ist, politische Kontakte hat und in den Projekten auch schon gut etabliert ist. Aber die Aktie ist, wie gesagt, teuer bewertet. Und deswegen wäre ich hier vorsichtig und die Aktie ist bei mir auf der Watchlist und ich habe sie im Auge, wenn sie nochmal einen größeren Rücksetzer macht, aber auf dem aktuellen Niveau muss ich sagen, okay, wenn es weiter steigt, habe ich es halt leider verpasst, ja, dann bleibe ich lieber bei einer Next Era Energy und nehme eine ganz gute Dividende mit, aber das Chance-Risiko-Verhältnis ist für mich auf dem aktuellen Niveau nicht ganz so interessant. Grundsätzlich, aber wie gesagt, entsprechend langfristig interessant, weil man ja auch hier, die IEA sagt es auch, dass man hier entsprechend ja, also die SMAs sind auch entsprechend interessant, aber halt erst in einem längeren Horizont und mich würde es tatsächlich nicht wundern, die Börse preist jetzt diesen Hype ein, dann kommt die Realisierungsphase und wir sehen nochmal einen großen Knick nach unten, ja, das ist eben dieser Bubble-Pop-Cycle, wovon ich immer mal wieder spreche, ja, wir haben jetzt hier diese große Hype, diese große Fantasie, dieses Potenzial, was entdeckt wird, dann verschwindet es so ein bisschen aus den Nachrichten das Thema und dann sehen wir einen großen Bärenmarkt in dem Bereich. Aber langfristig, wie gesagt, also im Hinblick 2030 und darüber hinaus, dann glaube ich, dass es den Aktien dann auch, dass die
ganz gute Chancen haben, hier einen längerfristigen Aufwärtstrend dann entsprechend zu etablieren. Und ich möchte nicht hier kaufen, ich möchte, wenn dann hier kaufen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man hier eventuell vielleicht auch schon zu spät dran ist. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht ein bisschen Vorsicht walten lassen, lieber in aktuell ein bisschen chancenreichere Aktien investieren, wie vielleicht Next Era. Wie gesagt, keine Anlageberatung, aber das sind so meine 5 spannende Aktien aus dem Energiebereich. Schreibt gerne in die Kommentare, welche weiteren Aktien aus den Bereichen ihr euch wünscht. Ja, vielleicht auch aus dem Bereich Nuklear fällt mir ein. Und dann schaue ich mir den Sektor gerne nochmal an. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Und für wen es interessiert, eine kleine App mit einzelnen Finanzrechnungen zum Thema Aktien und ETFs, die euch quasi so ein bisschen im Alltag unterstützen könnten. Alles kostenlos, findet ihr im App Store in Google. Schaut gerne vorbei. Wie gesagt, ist kostenlos und ja, würde mich freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.